hier aus Hamburg, mein Name ist Simon Moschall und heute zeige ich dir, wie du gut und effektiv kurz legst. Viele denken nämlich, das Kurzlegen, das überlasse ich lieber Leuten aus der Regionalliga, aus den Bundesligen oder den Profis, und das ist eine falsche Annahme. Warum das falsch ist und warum es auch effektiv ist, dass du kurz legst, wenn du in der Kreisliga spielst, in der Bezirksliga oder auch in der Landesliga, und was es dabei für Tipps und Tricks gibt, das zeige ich dir jetzt. Zuallererst ist es jetzt natürlich wichtig zu wissen, wann wir kurz legen. Das machen wir auf kurze Aufschläge. Denn sobald der Aufschlag halb lang wird oder eventuell auch lang, haben wir ein Problem. Wir sind weit weg von der anderen Tischhälfte und es ist viel besser, wenn der Ball hier halb lang wirklich kommt, dass wir aggressiv lang in die Ecken oder auf den Wechselpunkt hupfen oder das Spiel aktiv gestalten und auch angreifen. Wenn der Aufschlag wirklich kurz ist, das heißt, er kommt mindestens zweimal auf, haben wir eine sehr nahe Distanz zur anderen Tischhälfte und können hier gut kurz legen. Das heißt für euch, ist der Aufschlag kurz, können wir auch gut kurz legen. Wenn der Gegner jetzt kurz aufschlägt, ist es wichtig, dass wir früh an den Ball rangehen. Das heißt, wenn der Ball hier das erste Mal aufspringt und hier der höchste Punkt war, ist es super, wenn ihr in der aufsteigenden Phase an den Ball rangeht, damit wir das Tempo mitnehmen und wir nicht viel hier machen müssen. Wir nehmen das Tempo mit, es passiert automatisch dadurch eine Schnittentwicklung und der Ball bleibt flach. Problematisch ist es, wenn wir das nicht machen und warten, Ball springt auf, höchster Punkt, und hier am höchsten Punkt muss ich jetzt selber Tempo geben. Ich muss selber Schnitt geben. Und das Ganze macht es problematisch und führt meistens dazu, dass der kurze Rückschlag hoch ist, nicht die gewünschte Kürze hat, dass er ein bisschen halb lang wird und dass der Rückschlag nicht qualitativ gut ist. Das heißt für euch, erster wichtiger Punkt, Ball springt auf, wir nehmen den in der aufsteigenden Phase und sehr früh. Der zweite wichtige Punkt ist, dass ihr kaum das Handgelenk einsetzt oder nur ganz minimal. Dadurch, dass der Ball in der aufsteigenden Phase getroffen wird, nehmen wir das Tempo mit, der Ball kriegt eine Unterschnittrotation und bleibt flach. Wir müssen nicht extra noch einen Impuls mit dem Handgelenk einsetzen. Das führt nämlich dazu meistens, dass der Ball steigt, unkontrolliert wird, wir wissen nicht genau, können ihn nicht gut platzieren. Das führt nur zu unnötigen Fehlern. Minimal, ganz kleinen Handgelenkseinsatz vielleicht machen, aber ansonsten das hier relativ steif und stabil lassen. Der dritte und sehr interessante Punkt ist, wie fest ich den Schläger greife, beziehungsweise wie flexibel ich hier im Handgelenk bin. Ja, wir hatten das jetzt, dass wir den Ball früh nehmen, dass wir wenig Handgelenkseinsatz einsetzen. Nur, wir müssen, das ist mein Tipp an euch, den Schläger nicht zu fest greifen, sodass der Ball hier relativ viel Tempo mitbekommt. Ja? Wenn wir den Schläger ein bisschen lockerer greifen, ne? Nicht zu locker, aber ein bisschen lockerer, kann der Ball hier ein bisschen gegenfedern und wir bekommen einen besseren kurzgelegten Ball. Experimentiert damit mal ein bisschen, dass ihr mal versucht, den Schläger richtig fest anzufassen und dann kurz zu legen, dass ihr mal versucht, eine mittlere Festigkeit hier im Handgelenk zu haben oder auch einmal mit einem ganz lockeren Handgelenk. Was für euch am besten ist, das werdet ihr natürlich selber herausfinden. Ich gebe euch den Tipp, fasst den Schläger nicht zu fest an, denn ansonsten ist es auch schwierig, den Ball kurz zu legen. Meistens wird er dann halb lang und bei guten Leuten, die übernehmen gleich und ziehen euch vielleicht eine Rakete rein. Es ist natürlich auch wichtig, dass wir gut zu dem kurz gelegten Ball uns bewegen. Und zwar machen wir das für die Rechtshänder mit dem rechten Bein. Das nehmen wir unter den Tisch und jetzt, das machen relativ viele, aber was nicht viele machen ist, den Oberkörper mitzunehmen. Ja, die meisten haben so den Oberkörper so im mittleren Bereich und strecken den Arm ein bisschen. Das führt hier dazu, dass wir nicht viel Gefühl haben.
Ja, streckt den Arm nicht zu sehr aus und lasst den Oberkörper hinten, sondern nehmt den Oberkörper mit. Dann habt ihr hier eine stärkere Beugung und mehr Gefühl bei dem kurzgelegten Rückschlag. Bisher sind wir immer davon ausgegangen, dass wir einen Aufschlag mit Schnitt bekommen. Es gibt aber auch die Kandidaten, die uns mit einem leeren Einwurf, mit einem leeren Aufschlag vor Probleme stellen. Was machen wir da? Na klar, auch da können wir kurz legen, indem wir jetzt nicht von unten an den Ball rangehen, beziehungsweise von schräg hinten, sondern wir gehen ein bisschen mehr von oben ran. Ja, wir machen keinen großen Impuls, auch hier nicht, sondern eine kleine Bewegung von schräg oben nach schräg unten. Dadurch kriegen wir eine Unterschnittrotation rein und der Ball bleibt flach. Also Leute, auf leere Bälle, ein bisschen von oben, ganz kleinen Impuls, keinen großen und auch so könnt ihr den Ball kurz legen und eure Gegner diesmal vor Probleme stellen. Wir haben jetzt geklärt, wann wir kurz legen. Wir haben geklärt, wie wir kurz legen. Und jetzt ist natürlich noch eine entscheidende Frage, nämlich, wohin legen wir kurz? Ja, viele Leute legen kurz in den Mittebereich, weil ihnen das sicherer ist. Da kann der Ball nicht seitlich rausspringen, da können wir nicht gleich den Rückschlagfehler machen. Das heißt, häufig, wenn kurz gelegt wird, ist der Ball in diesem Mittebereich. Das ist schon mal super, weil der Gegner nicht weiß, muss ich lang ziehen, kommt der Ball lang, kommt der kurz. Ne? Aber sie wissen halt, dass der Ball dann kurz über die Mitte kommt und sie müssen in Anführungsstrichen nur den Schritt nach vorne machen. Effektiver kann man das Ganze gestalten, wenn sie nicht wissen, dass sie nur nach vorne gehen müssen, sondern auch nicht wissen, muss ich nach rechts, muss ich nach links, wo muss ich denn genau mich positionieren, um den Ball gut zu retournieren. Das kann sehr effektiv sein. Ich habe euch hier mal die Felder markiert und gebe euch den Trainingstipp, versucht das mal im Training, den Ball nicht nur kurz abzulegen, sondern auch kurz über die Ecken. Ne? Denn selbst wenn der Ball mal hier rausspringen sollte, das kann auch mal passieren und dann sagen die Leute, Simon, was soll das? Der Ball springt raus und jetzt kann jemand anders angreifen. Klar, das kann immer passieren, aber der Ball springt hier raus und wenn der Topspin kommt, kommt der meistens diagonal, solange der Ball flach ist. Na, weil die meisten Spieler haben hier Angst vor der Kante und wenn man jetzt hier flach abklappt und parallel spielen will, ist das relativ gefährlich. Die meisten Leute ziehen den Ball euch diagonal rein und das heißt, ihr wisst, wenn ihr zu weit rausgelegt habt und der Gegner die Topspin-Bewegung macht, vermutlich kommt der Ball bei euch, bei den Rechtshändern dann in die Vorhand. Genau das Gleiche ist auch mit der Rückhand. Das heißt, wenn der Ball hier rausfällt, ist es meistens noch ein bisschen besser, weil ich persönlich kenne wenig Leute, die hier schön hinsteppen und jetzt eine Rückhand-Rakete ziehen. Die meisten Leute spielen hier den hier, ne, oder so ein oder schupfen hier. Und das können wir natürlich super ausnutzen. Ja, das heißt für euch, der Platzierungstipp, auch mal über die Ecken gehen und natürlich auch mal über die Mitte, aber nutzt die Ecken aus, dass die Leute hier mit einem langen Arm rangehen müssen, dass sie vielleicht den Schritt unterm Tisch nicht weit genug machen, dass sie hier mit dem Oberkörper hingehen, sondern hier mit dem langen Arm arbeiten müssen, bei der Rückhand neben dem Körper arbeiten müssen. Das kann sehr effektiv werden für euer kurzgelegtes Spiel und probiert es gerne mal aus. So, liebe Leute, jetzt wisst ihr, wie ihr gut und erfolgreich kurz legt. Das ist, wie schon gesagt, sehr, sehr wichtig und probiert es gerne im Training aus und lasst es mich unten in den Kommentaren wissen, wie das geklappt hat. Achtet dabei nochmal auf die Sachen, nämlich, dass ihr den Ball einmal früh in der aufsteigenden Phase nehmt, dass ihr nicht viel Handgelenkseinsatz zeigt, sondern das Handgelenk relativ stabil haltet, dass ihr experimentiert damit, wie fest ihr den Schläger greift. Mein Tipp an euch, ein bisschen lockerer. Wenn euch jemand täuschen möchte und einen leeren Aufschlag macht, dass ihr da ein bisschen mehr von oben an den Ball rangeht und bei der Platzierung, dass ihr schön über die Ecken kurz legt und so einen flexiblen und erfolgreichen, kurzgelegten Rückschlag spielt. Denn ihr müsst natürlich auch daran denken, nicht nur kurz zu legen, aber bei euch ist es wahrscheinlich genau umgedreht, dass ihr sehr, sehr viel lang spielt und selten kurz ablegt.
Ich hoffe, das Video hat dir Spaß gemacht, du konntest wieder einiges mitnehmen und wirst noch erfolgreicher am Tischtennis. Wir sehen uns hier bald in Hamburg bei der Tischtennisschule oder wieder hier auf YouTube. Bis bald, meine Lieben. Tschüss.